Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Sei schlau und ciao. Und zwar heute haben wir hier einen Mini-Trockner und zwar das T1 Modell. Und hier haben wir folgendes Problem, und zwar wir nehmen hier jetzt diesen Netzschalter und stecken diesen hier im Strom ein. So Freunde, keine Arbeiten unter Spannung, auf keinen Fall. Aber ich möchte euch jetzt hier den Fehler demonstrieren. Und zwar haben wir hier jetzt das Problem, wir können das schon sehen, wir haben hier keine Anzeige, wir haben hier keine Funktion, wir haben hier gar nichts. Das ganze Gerät macht kein Nackler. Ja, das genaue Modell, das können wir hier sehen. Ich werde es einblenden, wie das Ganze quasi mitunter behoben werden kann oder welche Ursachen das Ganze hat. Das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, und zwar haben wir hier rechts und links solche Plastikabdeckung und auch hier auf der anderen Seite haben wir diese Abdeckung. Ich kann schon sehen, hier hat man schon das Ganze geöffnet. Und zwar gehen wir hier mit einem flachen Schraubendreher rein und können die Abdeckung hier raushebeln. Und dahinter befindet sich eine Torx-Schraube. Ja, das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Dann lösen wir hier die Torx-Schraube, sowohl auch auf der anderen Seite. Und dann kann man den Deckel nach hinten abziehen. Ja, wenn die Schrauben heraus sind, dann heben wir das Ganze vorne leicht an und schieben das Ganze nach hinten. Hier wird das Ganze festgehalten. Und auch hier wird das Ganze festgehalten. Ja, und so haben wir schon mal die Innenansicht des Trockners. Und zwar haben wir hier vorne die Bedienelektronik. Und ja, wir werden jetzt erstmals auch noch den Behälter hier entfernen. Ja, und zwar damit wir auch hier zur Elektronik unterhalb hingelangen, lösen wir hier erstens mal die ganzen Schrauben von der linken Seitendeckel von vorne gesehen und auch hier hinterhalb diese Schrauben. Wenn wir alle Schrauben oberhalb und hinterhalb entfernt haben, dann entfernen wir hier auch das Display. Das Ganze kann hier auch abgesteckt werden, sollte das Ganze bei euch zu knapp sein oder es stört. Und dann haben wir auch hier unterhalb hier bei der Kondensschublade noch eine Schraube, die wir hier lösen. Ja, und wenn wir hier auch die Schraube gelöst haben, dann schauen wir, dass das Ganze hier nicht runterfällt. Und dann müsste man hier einfach das Ganze leicht hochziehen. Und dann kann man das zur Seite hin wegnehmen. Das Ganze ist hier eben vorne eingerastet. Und ja, hier kann man dann auch schon sehr gut sehen. Hier haben wir auch unseren Riemen. Hier haben wir dann die Spur, wo die Kohlen aufliegen, und die sind in diesem Falle in Ordnung. Und hier unterhalb haben wir die Leistungselektronik. Auch hier kann man schon sehen, dass dieser Deckel schon ab ist. Also hier war schon mal jemand am Werk. Ja, und zwar, ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier erstens mal die Leistungselektronik raus und schauen, ob wir hier defekte Bauteile oder sonst was feststellen können. Und dazu schließen wir hier alle diese Kabel ab. Sollte bei euch das Ganze etwas anders aussehen, beachtet immer oder macht immer zuerst ein Foto davor, damit alles wieder so passt, wie es sitzen sollte. Obwohl, man kann hier, glaube ich, schon erkennen, dass die ganzen Stecker bepinnt sind und nur so passen, wie sie gerade sitzen. Ja, ich schließe das Ganze jetzt ab und sehen uns gleich im nächsten Schritt.
vorne hin ausfädeln, denn hier ist auch noch so eine Nase unterhalb. Wenn man die leicht hochbückt, kann man das Ganze schön nach vorne hin rausziehen. Ja, das Ganze werden wir jetzt mal prüfen. Ja, und zwar kann man jetzt auch hier die ganzen Plastiknäschen reindrücken, damit man die Elektronik vom Plastikgehäuse rausheben kann. Auf dieser Seite befinden sich 3 solche Näschen und auf der anderen Seite haben wir hier nochmals 2, aber wenn man das Ganze so leicht anhaltet und die dann ausrastet, sollte es ganz gut funktionieren. Ja, wenn wir jetzt hier diese Elektronik haben, wir können hier übrigens keine ICs sehen, die irgendwie hier beschädigt sind oder sonst was. Auch hier könnte man überprüfen, ob eine kalte Lötstelle oder so vorhanden ist. Auch das sieht gut aus. Ich habe das Ganze jetzt leider schon vorab gewechselt, da ich vergessen habe, dass ich hier ein Video mache. Und zwar hier sieht man, das ist eine Sicherung zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel eine 800 mA träge Sicherung. Und hier war, statt dieser Glassicherung, die ich jetzt hier hingelötet habe, hatten wir hier eine G10, also auch eine träge Sicherung mit 10 Ampere, die hier drauf gelötet war quasi, so wie hier. Ja, ich habe das Ganze festgestellt, dass diese Sicherung defekt war, indem ich hier mit einem Multimeter jetzt den Durchgang dieser Sicherung überprüft habe, so wie jetzt hier. Wenn ich das zusammenhalte, habe ich Durchgang, und wenn ich jetzt diese Sicherung hier überprüfe, habe ich auch einen Durchgang, und bei dieser Sicherung hier, bei der T10, also die 10 Ampere Sicherung, hatte hier quasi keinen Durchgang mehr. Und ja, da ich gerade aber nur eine Glassicherung träge hatte, habe ich hier das Ganze so hingelötet, und ja, so scheint das Ganze jetzt im ersten Moment wieder in Ordnung zu sein. Ich werde das Ganze jetzt wieder zusammenbauen, so wie sich das gehört, in dieses Gehäuse zurück. Und darauf achten wir hier überall wieder, dass wir hier mit den Löchern überall hier schön auflegen, damit das Ganze schön eingerastet wird. So, genau so war das Ganze. Ja, jetzt drücken wir das hinein, bis alles wieder eingeklipst ist. Ja, solch eine Sicherung, ich werde es euch zeigen. Solltet ihr eine benötigen, kann man das Ganze auf eBay oder auf Amazon für ein paar Cent natürlich günstig kaufen. Und ja, diese war scheinbar kaputt. Wir hatten keinen Durchgang. Diese zweite Sicherung hier, die ist ganz. Und ja, ich werde das jetzt wieder anschließen, die ganzen Stecker drauf, und ja, wir sehen uns gleich beim Zusammenbauen. Ja, dazu schieben wir hier die Führung wieder hier hinein, damit die ganze Elektronik hier wieder schön ordentlich sitzt, bis das Ganze eingerastet ist. Und jetzt schrauben wir bzw. stecken wir hier vorne die ganzen Pinstecker wieder an. Ja, wir fangen jetzt auch gleich wieder an mit dem Zuleitungskabel, und zwar hatten wir hier den ersten Pin, war die Erdung. Der zweiten Pin, der war frei. Danach hatten wir hier den Nullleiter. Und der nächste Pin, das war dann die Phase. Ja, diesen Stecker, der wird nach der Führung unten hier eingerastet. Der wird hier so eingesteckt. Dann haben wir auch hier schon das dünne graue Kabel. Das war hier ganz vorne. Und zwar, wir fädeln das auch hier unten durch. Und zwar, das war hier ganz am Anfang. Ja, dann hatten wir hier das
mit den 3 blauen. Dann haben wir hier das mit den 2 roten. Das Ganze ist sehr, sehr knapp. Dann haben wir hier diesen. So, dann haben wir hier gleich auch schon dieses Kabel. Und zu guter Letzt haben wir hier das letzte Kabel. Ja, wenn wir alles wieder richtig angeschlossen haben, dann nehmen wir die Abdeckung hier drauf. Kleiner Tipp, wir nehmen das Ganze jetzt noch mal leicht vor, damit wir hier den Zapfen hier hinten besser einfahren können. Ja, und dann führen wir das schön drauf. Bis alles wieder schön eingerastet ist. Ja, wenn das Ganze sitzt und wieder ordentlich passt, kommen wir zu dem Moment der Wahrheit. Und zwar, ich werde das Gerät jetzt einstecken und schauen, was passiert. Gerät ist eingesteckt und wenn wir jetzt hier drehen, sollte das Display wieder leuchten. Jawohl, liebe Freunde, die Reparatur scheint wieder funktioniert zu haben. Ich werde das Ganze jetzt wieder ausstecken, mit euch schnell zusammenbauen und das Ganze dann auch ausgiebig testen. Dazu nehme ich jetzt wieder hier dieses Seitenteil und achte auch immer darauf, dass ich mit diesen 2 Löchern hier unterhalb schön eingerastet bin. Und das Ganze schieben wir jetzt wieder von oben hier. Das Display müssen wir wieder etwas zur Seite geben. Und dann schieben wir das Ganze hier von oben gleichermaßen wieder runter, bis das Ganze schön wieder eingerastet ist. Und auch hier sind wir wieder identisch mit der Lochschraube. Ja, und achtet immer darauf, dass der Quermetallbügel über dem Metall von der Seitenwand ist. Sprich, das wird einfach unten eingefahren und dann von links hineingesteckt. Und auch hier sollte man darüber sein, wie hier auf der anderen Seite. Wenn das alles soweit richtig montiert ist, dann nehmen wir hier wieder unsere Frontblende und die stecken wir hier in die Führung hinein. Bis das Ganze wieder eingeknackst hat. Ja, dann schrauben wir das Ganze wieder ordentlich fest. Ja, hier schrauben wir noch eine Schraube rein und dann auch hinten noch 2 Schrauben und dann können wir schon wieder den Deckel montieren. Schrauben sitzen, 4 Stück. Die hinteren 4 Schrauben dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auch die haben wir jetzt schon fixiert. Dann montieren wir schon den Deckel von hinten nach vorne. Ja, und zwar schieben wir das Ganze jetzt wieder von hinten her, legen wir das Ganze hier schön mittig gerät auf und schieben das Ganze nach vorne, bis das Ganze jetzt schön sitzt
und hinten festhaltet. Dann können wir auch schon links und rechts wieder diese 2 Torx-Schrauben hineinschrauben. Und das sind die längeren 2, die wir hier haben. Ja, das Ganze sitzt und der Deckel haltet ordentlich. Auch die zweite Schraube auf der anderen Seite. Unsere 2 Plastikabdeckungen wieder drauf drücken. Und zum Schluss führen wir auch schon wieder unsere Wasserbehälter ein. Jawohl, und zwar, wir haben uns 250 € für eine Elektronik, eine neue, erspart und einen teuren Techniker, der mindestens auch nochmals so viel kostet. Sprich, wir haben einen Milletrockner vom Müll gerettet. Ja, solltet ihr weitere Fragen haben zu ähnlichen Reparaturen, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt mehr von solchen Technikvideos von mir erfahren, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo hinterlässt. Bis dann und ciao!